Mein Name ist Tim Säuberlich. Ich bin seit 5 Jahren bei der BNP Paribas Reim hier in München und ich bin für ESG und Nachhaltigkeit auf Objektebene verantwortlich. Die BNP Paribas Reim ist europäischer Immobilieninvestmentmanager mit Fokus auf nachhaltigen institutionellen Fonds und wir haben ein Volumen von 23 Milliarden Euro in 16 europäischen Ländern. Digitalisierung ist für uns der Schlüssel für verantwortungsbewusstes Asset Management und es wird von der Geschäftsführung auch top-down so vorgelebt und implementiert, dass es im ganzen Unternehmen verankert ist. Es gibt ja den bekannten Satz, PropTechs sind die Innovationsabteilung unserer Branche. Und genau das sind die PropTechs, die wir brauchen, um skalierbar unser Portfolio fit für 2045 zu machen. Unser Portfolio besteht aus ungefähr 70 Objekten über alle Assetklassen hinweg. Das heißt, wir haben ein sehr großes, heterogenes Portfolio, was diverse verschiedene technische Anforderungen mit sich bringt. Um dieses große Portfolio nachhaltig zu transformieren, haben wir Partner gesucht, die uns regulatorische Anforderungen und die Fondsziele gleichermaßen erfüllen können und haben dafür eine Ausschreibung mit verschiedenen Testobjekten gemacht, um § 71a aus dem Gebäudeenergiegesetz zu erfüllen. Dabei war uns wichtig, dass wir einen Partner finden, der möglichst skalierbar seine Lösung auf ein großes Portfolio ausrollen kann und der nicht nur für verschiedene einzelne Gebäudetypen in Frage kommt, sondern auf unser ganzes Portfolio unabhängig von der technischen Ausstattung seine Lösung ausrollen kann. Unser Ziel für die Pilotphase war in erster Linie herauszufinden, wie die verschiedenen Lösungsanbieter vorgehen, wie deren Modelle funktionieren und welche Einsparungen sie damit erzielen können. Den Ausschlag für Edifion hat am Ende gegeben, dass sie groß genug sind, um ihre Lösung skalierbar aufs ganze Portfolio auszurollen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis gestimmt hat und dass wir damit Einsparungen erzielen können, die im zweistelligen Prozentbereich lagen. Für das Pilotprojekt mit Edifion haben wir uns ein Testobjekt rausgesucht, was so groß ist, dass es möglichst große Einsparungen erzielen konnte. Haben dann erstmal die Lernphase der KI abgewartet, um dann mit Edifion in die laufende Optimierung zu gehen. In der Pilotphase haben wir festgestellt, dass wir diese Lösung über unser ganzes Portfolio ausrollen können und sind deshalb danach direkt in die Optimierung von um die 70 Objekten gegangen. Edifion hat uns gezeigt, dass sie alle Gebäudetypen und Assetklassen bedienen können und über jedes Gebäude hinweg Einsparungen erzielen können. Und das hat am Ende den Ausschlag dafür gegeben, dass wir uns für Edifion als langfristigen Lösungspartner entschieden haben. Bisher haben wir im Rollout 35 Objekte beauftragt, der Rest ist noch in der Pipeline und haben im Laufe des letzten Jahres 1,5 Millionen Kilowattstunden eingespart. Und das sind 350 Tonnen CO2, es ist wirklich wahnsinnig viel. Das wird mittlerweile auch gesehen und dafür haben wir sogar in 2025 gemeinsam mit Edifion den Immobilienmanager Award in der Kategorie Digitalisierung bekommen. So ein großer Prozess bringt natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich. Die größte Herausforderung, die wir festgestellt haben, ist, dass alles deutlich mehr Zeit braucht, als man denkt, weil nicht nur wir und Edifion beteiligt sind, sondern auch diverse andere Parteien auf Objektebene wie Property Manager und Facility Manager, was das ganze Projekt natürlich deutlich in die Länge ziehen kann. Unser nächster Schritt mit Edifion ist, dass wir alle Objekte, die noch nicht beauftragt sind, entsprechend der Portfolioanalyse aufschalten werden. Bei so einem großen und langfristigen Projekt ist vertrauensvolle Zusammenarbeit für mich das Wichtigste und wir wissen mittlerweile, dass wir uns auf das Team von Edifion total verlassen können. Wir als BNP Paribas Reim teilen uns ja die gleiche Vision mit Edifion, nämlich dass wir kein Gebäude zurücklassen und für jedes Objekt die passende Lösung finden. Deshalb ist unsere langfristige Vision, jedes Objekt gesetzeskonform zu managen und energetisch zu optimieren. Ich wünsche mir für die Immobilienbranche, dass es zum neuen Normal wird, Energieeffizienzmaßnahmen als Teil der Asset-Management-Strategie zu betrachten und jedes Objekt als festen Teil der Strategie zu optimieren.